Ich bin Alex von der Industriearena und bin gerade auf dem Stand von Index. Neben mir steht der Dr. Prust, der CEO des Unternehmens Index. Und hinter uns die Maschine, die neue G-Serie der Firma Index. Können Sie uns vielleicht ein, zwei Einblicke geben, was speziell an der G-Serie bei Index neu ist? Ja, die G-Serie vereint ja die Möglichkeit, mit verschiedensten Technologien komplexe Werkstücke zu bearbeiten und fertig zu bearbeiten. Wie der Begriff schon sagt, Dreh-Fräszentrum, also mal mindestens das Drehen und das Fräsen. Das kann aber deutlich darüber hinausgehen. Die Maschine kann auch schleifen und verzahnen zum Beispiel, sodass moderne, komplexe Werkstücke, die immer versuchen, möglichst viele Funktionalität auf sich zu vereinen, also von der Konstruktion der Werkstücke in einer Aufspannung und in einer Bearbeitung fertig werden können in einer solchen Maschine. Okay, das heißt, Sie merken schon von den Anwendern kommt immer mehr der Wunsch, dass quasi das fertige Bauteil von der Maschine purzeln soll. Das sowieso, also das ist auch generell schon ein Trend bei einfacheren Werkstücken, dass die Werkstücke immer gerne komplett fertig bearbeitet werden möchten auf einer Maschine, einfach wegen der Prozessführung im Unternehmen. Da muss ein Werkstück nicht von Maschine zu Maschine getragen werden. Hier haben wir jetzt die Steigerung, dass die Komplexität der Werkstücke noch höher ist. Also nicht nur Drehbearbeitung mit ein bisschen Bohren oder ähnlichen Dingen, sondern richtig fräsen und verzahnen oder sogar schleifen. Und das ist natürlich ein Novum, weil man bisher über mehrere Maschinengattungen dann das Werkstück tragen musste. Und es wird getrieben durch die Konstruktion, wie heute solche Werkstücke konstruiert werden. Alles muss kompakter werden im Getriebe oder in Energietechnik. Alles wird kompakt konstruiert und damit muss eine Verzahnung sehr eng zum Beispiel am Flansch anliegen. Und das kann man mit bestimmten Technologien dann realisieren auf der Maschine, wenn das früher aus verschiedenen Einzelteilen bestanden hat, so ein Bauteil. Prima. Sie haben ja gerade erwähnt, dass das Thema Nachhaltigkeit oder auch Effizienz stark dann der treibende Grund beim Kunden ist. Was für Lösungen gibt es noch so von Ihrer Seite, also Richtung Automation zum Beispiel? Ja, so eine Maschine, wenn ich solche komplexen Werkstücke fertigen möchte, dann brauche ich erstmal die Möglichkeit überhaupt, dass die Maschine Technologien kann, aber damit verbunden ist auch ein großer Werkzeugvorrat. Also du musst ja da verschiedenste Fräs-, Dreh-, Schleifwerkzeuge einwechseln können, Verzahnungswerkzeuge. Dazu hat so eine Maschine einen großen Werkzeugvorrat. Da denn solche Werkstücke auch eine längere Laufzeit haben, laufen sie auch gerne autonom über mehrere Stunden oder Schichten oder das ganze Wochenende. Und dann braucht man auch eine entsprechende Automatisierung dazu, die wir entweder integriert in die Maschine anbieten, also das Werkstück innerhalb der Maschine entladen, Stangenzuführung oder auch Futterzuführung und dann die Entsorgung aus der Maschine oder auch von außen mit dem Roboter zuführen können, wenn es größere Teile sind. Ja, wir hatten ja gerade das Thema Ressourcenschonung, Effizienzgewinn, Mehrwert für den Kunden und jetzt hinter uns die Automationslösung oder eine Automationslösung seitens Index. Dr. Prust, was ändert sich oder warum ist die Automation so wichtig und was muss ich im Prozess beachten oder was ändert sich überhaupt zur, ich sag mal, klassischen Zerspannung? Ja, zunächst einmal habe ich ja den Mehrwert der besseren Nutzung des Investitionsguts, also der Maschine. Wenn eine Maschine 100% kostet, dann erreiche ich mit 20% mehr, was die Automation kostet, vielleicht 50% mehr Nutzung des teureren Parts, nämlich der Maschine. Also eine bessere Nutzung dessen, was ich investiert habe. Und daneben natürlich mannarme Schichten oder auch Arbeiten in Zeitbereichen, zum Beispiel am Wochenende, wo man normalerweise in Deutschland nicht arbeiten darf. Also es geht um Effizienz und um eine bessere Ausnutzung der Maschine. Das Besitzen des Roboters ist nur ein Aspekt. Das macht die Sache noch nicht ganz rund. Man muss dabei auch Dinge beachten und den Prozess befähigen. Das heißt, die Automation muss natürlich durchlaufen können und die Maschine muss durchlaufen können. Ich brauche also beginnend von einem Werkzeugvorrat mit Verschleißwerkzeugen, also Schwesterwerkzeugen. Der Prozess muss kontrolliert werden. Das heißt, wir müssen eine stabile Qualität sicherstellen. Man muss sicherstellen, dass die Späne brechen und fließen und nicht über Spänehaken alle halbe Stunde herausgezogen werden müssen. Ja, das heißt, der Zwang zur
Stabilisierung ist mit der Automatisierung gegeben und das führt letztendlich ja zu einer ungleich besseren produktiven Ausbringung, als wenn der Mitarbeiter ständig akzeptiert, dass nachjustiert werden muss und etwas getan werden muss und damit auch, wenn der Mitarbeiter gerade nicht da ist, die Maschinerie steht. Also es ist nicht nur eine Optimierung der Nutzung, sondern auch noch eine Optimierung der Prozesse und damit der Qualität. Und letztendlich wird dabei dann auch noch Ressourcen gestont, weil solange die Maschine läuft, sie einfach besser genutzt ist. Prima, herzlichen Dank. Genau das wollen wir uns dann im Podcast etwas näher angucken, wie man das dann löst und wie man Spaß an der Arbeit haben kann, haben wir gerade auch noch gesehen. Nebenbei, Herr Dr. Bruß, herzlichen Dank für Ihre Zeit auf der Messe. Voice of CNC, schaut in die Kulissen, freut euch auf den Podcast. Ich sage danke, erfolgreiche Messe noch, alles Gute. Vielen Dank auch.